Mit dem Flieger ab nach Hurghada in Ägypten, Sonne und Meer total. Das machen Svenja und Toni aus Maintal im August, genießen 2 Wochen tollen Urlaub. Aber dann der Rückflug. Ich habe gedacht, wir kommen nie zu Hause an. Ich war völlig überfordert mit der Situation. Mir kamen auch die Tränen in dem Moment und ich habe in dem Moment auch gedacht, wenn ich jetzt alleine auf der Reise bin, ich bleibe einfach im Flieger sitzen, weil ich nicht weiß, wie ich nach Hause kommen soll. Eigentlich soll ihr Flieger um kurz vor 1 abheben. Doch erst muss das Gepäck eines betrunkenen Passagiers entladen werden. Heißt Verspätung. Aber dabei bleibt es nicht. Ja, eine halbe Stunde später hieß es dann, wir haben einen gefährlichen Gegenstand an Bord, das Flugzeug muss geräumt werden, jeder muss sein Handgepäck mitnehmen. Die Passagiere werden in Busse verfrachtet und stehen auf dem Rollfeld des Flughafens Hurghada, der in der Wüste liegt, 1 Stunde bei 40 Grad, ohne Getränke, keine Klimaanlage. Es war furchtbar. Man hat das Gefühl gehabt, man schmilzt einfach davon, weil ein Bus komplett voll mit Glasscheiben, das macht es ja noch mal wärmer und er heizt sich einfach auch unheimlich schnell auf. Und auch das Türen aufmachen, es geht ja auch kein Wind oder kaum Wind. Nach 1 Stunde, kurz ins Gate, endlich etwas Wasser, dann wieder Sicherheitskontrolle zurück an Bord. Mit 4 Stunden Verspätung hebt der Condor-Flieger ab nach Frankfurt, zumindest am Anfang. Gegen 18:30 Uhr ungefähr kam dann vom Flugkapitän die Durchsage, dass wir es zeitlich nicht mehr bis nach Frankfurt schaffen, weil wir in Frankfurt 20 Minuten über die Arbeitszeit ankommen würden. Und das würde Condor nicht zulassen. Sie haben die Arbeitszeit schon verlängert. Stuttgart und Nürnberg haben uns abgelehnt und wir befinden uns schon im Landeanflug auf München. Und er sagte, macht euch keine Sorgen, in München wird sich um euch gekümmert. Es wird Bodenpersonal aus der Rufbereitschaft geholt, es werden Hotels gestellt, es werden Busse auch gestellt. Nachdem wir gelandet sind, kam vom Flugkapitän nochmal eine Durchsage, dass Condor leider nicht in der Lage ist, das zu organisieren. Wir bekommen jetzt unser Gepäck und müssen alles für uns selbst organisieren, die Heimreise. Doch die Weiterreise zum geplanten Ziel Frankfurt darf eigentlich nicht die Aufgabe von Svenja und Toni sein, sagt der Wiesbadener Reiserechtsexperte Holger Hopperdietzel. Die Fluggesellschaft muss in jedem Fall dafür sorgen, dass die Fluggäste von München nach Frankfurt kommen. Entweder durch einen Ersatzflug oder sie muss einen Bus bereitstellen und die Fluggäste befördern. Oder sie kann auch Bahntickets herausgeben. Aber sie muss sich in jedem Fall darum kümmern, dass die Fluggäste zu dem geplanten Flughafen kommen. Warum das nicht geklappt hat, schreibt uns eine Unternehmenssprecherin der Condor. Aufgrund der Kurzfristigkeit und fehlender Kapazitäten der Transportmöglichkeiten in München konnte leider vor Ort keine alternativen Transportmittel für die gesammelte Weiterreise der Gäste seitens Condor organisiert werden, wofür wir uns in aller Form entschuldigen möchten. Die Fluggesellschaft muss dann eben, weil sie diese Weiterbeförderung nicht vorgenommen hat, die Ausgleichszahlung an den Fluggast leisten, auch wenn der Grund für den vorzeitigen Abbruch ein außergewöhnlicher Umstand ist. Laut dem Rechtsanwalt stehen Svenja und Toni je 400 € als Entschädigung von Condor zu. In München gestrandet organisieren sich die beiden 2 ICE-Tickets nach Frankfurt für knapp 200 €. Ihre Ankunft dann kurz nach 4:30 morgens, 10,5 Stunden später als geplant. Zu Hause geht dann der Ärger weiter, nämlich die Frage, wer Svenjas und Tonis Reisestress entschädigt. Also wir haben uns erstmal an unseren Reiseveranstalter gewendet, weil wir eine Pauschalreise gebucht hatten und der hat direkt gesagt, Condor ist dafür in der Haftung. Daraufhin haben wir mehrere Male versucht, die Condor zu kontaktieren und bis heute, 2 Monate später, hat sich Condor nicht gemeldet. Condor hat uns gegenüber bestätigt, die Kosten der Weiterreise, in Svenjas und Tonis Fall die Zugtickets, zu erstatten. Allgemein zu Ausgleichszahlungen heißt es von der Airline: Grundsätzlich werden Gäste im Falle von Verspätung und damit verbundenen Unannehmlichkeiten entsprechend der geltenden Regularien und Verordnungen entschädigt. Wir werden uns mit den Gästen in Verbindung setzen, um weitere kulante Möglichkeiten der Entschädigung zu besprechen. Aber auch der Reiseveranstalter steht bei Pauschalreisen in der Pflicht. Denn die pünktliche Rückkehr ist ja auch Bestandteil des Reisevertrages und wenn es eben nicht gelingt mit der pünktlichen Rückkehr, dann ist der Reisevertrag nur mangelhaft erfüllt und der Reisende kann eine Minderung des Reisepreises verlangen. Vor allem aber von Condor sind Svenja und Toni bisher enttäuscht. Und auch ein kleines Entgegenkommen wäre noch ganz nett, eine kleine Entschädigung, dass es Condor leid tut,
für die ganzen Umstände, die uns passiert sind, dass man uns da eben auch ein bisschen entgegenkommt. Es ist ja nicht normal, dass man da jetzt 2 Monate lang seinem Geld hinterherrennen muss. Das kostet ja auch wieder Nerven und holt auch diese ganzen Ereignisse wieder hoch. Denn eigentlich sollte man erholt aus dem Urlaub nach Hause kommen. Pleiten, Pech und Pannen stehen auf keinem Reiseplan.